Würden Influencer für Geld so tun, als hätten sie einen eigenen Song, ohne selber jemals gesungen zu haben? Spoiler, ja. Für dieses Projekt habe ich mir gezielt Influencer rausgesucht, die in ihrem Leben noch nie gesungen haben. Und für einen richtigen Hit braucht man eine Zutat, nämlich einen Superstar. Auf der einen Seite habe ich mit MC Menor ja schon einen Feature-Part, der einem Goldkehlchen gleicht. Auf der anderen Seite fehlt mir nur noch mein Gesangsjuwel. Jemanden, der für Juwelen alles macht. Und ich, Leute, bin der deutsche Künstler. Hallo, da bin ich wieder. Nachdem ich euch das letzte Mal schon die steile Musikkarriere von Matze Höhn gezeigt habe, geht es heute weiter. Denn ich habe noch weitere Influencer angefragt und da draußen gibt es noch einen weiteren Star am Musikhimmel. Aus Influencern kommt ziemlich viel heiße Luft, ähnlich wie bei so einem stinkigen Dieselmotor. Was kann man also dagegen machen? Richtig, die kurzen Strecken nicht mit dem Auto zurücklegen, sondern mit dem Fahrrad. Aber auch mittellange Strecken kann man ganz entspannt mit einem E-Bike fahren. Wahrscheinlich geht es dir genauso wie mir, die Preise von neuen E-Bikes, die können einen ganz schön abschrecken, denn gefühlt kosten die jedes Mal ein halbes Vermögen. Was ist aber, wenn ich dir sage, dass du ein E-Bike haben kannst, das bis zu 60% günstiger ist, ohne dass du Abstriche machen musst in puncto Qualität oder Sicherheit? Denn da gibt es eine Lösung, die heißt Upway. Denn Upway ist die Plattform für refurbished, professionell überholte E-Bikes, von sportlichen Mountainbikes bis hin zu stylischen Citycruisern. Und natürlich steht Qualität an erster Stelle, denn jedes Bike durchläuft eine 20-Punkte-Inspektion von erfahrenen Mechanikern, damit du nur das Beste vom Besten bekommst. Bei dieser Überprüfung werden natürlich die Bremsen, der Akku, der Motor und die gesamte Elektronik nochmal genauestens unter die Lupe genommen, damit du dein Bike im erstklassigen Zustand bekommst. Und das Beste ist, du bekommst natürlich 1 Jahr Garantie auf alle elektrischen Komponenten. Aber es geht natürlich nicht nur darum, Geld zu sparen, sondern auch um das Thema Nachhaltigkeit. Warum ein neues E-Bike kaufen, wenn ein perfekt aufbereitetes genauso gut fährt? Denn refurbished E-Bikes verlängern nicht nur die Lebensdauer hochwertiger Materialien, sondern verringern auch Elektroschrott. Mit dem Code Marvin gibt es jetzt nochmal 100 € extra Rabatt auf alle E-Bikes, auch auf alle bereits reduzierten Bikes. Und wenn es doch nicht passt, gar kein Problem. Du hast bei Upway natürlich ein 14-tägiges Rückgaberecht. Das heißt, du kannst alles ganz unverbindlich ausprobieren. Check also gerne den Link in der Infobox oder scan einfach hier den QR-Code. Tschüss! Für alle, die letztes Mal nicht dabei waren, wir suchen die neuen Milli Vanilli. Milli Vanilli war in den 80ern eine Band, die mega erfolgreich war. Aber irgendwann kam raus, die singen ja gar nicht selbst. Und wir haben letztes Mal getestet, ob Influencer sich auch hinter einen Song stellen würden, den sie nie selber gesungen haben. Spoiler, Matze Höhn hat den Test letztes Mal nicht bestanden. Aus verschiedenen Ländern wurde jeweils ein Künstler ausgewählt, der in seiner Sprache auf den Remix, der in 4 Wochen von dem Lied rauskommt, einen Teil singt. Und ich, Leute, bin der deutsche Künstler. Aber heute haben wir eine neue Kandidatin. Das ist Paola Parente. 2 Argumente haben dafür gesorgt, dass sie bekannt geworden ist. Krass, Klassenfahrt und Germany Shore. Ja, meine Moves sind echt. Und die liebe ich. Paola begeistert ihre 600.000 Follower auf TikTok regelmäßig mit spannenden Urlaubsvlogs. Irgendwie hat sie die ganze Zeit Sommerferien, ohne jemals zu arbeiten. Wie sie das wohl macht? Neben Werbung für Dubai und in die Kamera grinsen, macht Paola eigentlich sonst nichts. Gesungen hat sie auch noch nie. Gerade deshalb wundert es mich, dass sie unsere Anfrage angenommen hat, einen eigenen Song zu machen. Wir haben eine zweite Zusage bekommen. Der Manager von Paola hat mir heute Morgen geschrieben, ob wir mit dem Feature meinen, dass MC Menor mit ihr zusammen ein TikTok aufnehmen soll oder ob Paola auf Ernst singen soll. Und daraufhin habe ich dann geschrieben, ich hoffe, du genießt deinen Skiurlaub. Ja, Influencer-Manager sind regelmäßig im Skiurlaub. Läuft bei denen. Ich habe dann geschrieben, der Feature-Part wird gerade geschrieben, um sicherzustellen, dass Stil und Inhalt perfekt zum Song passen. So bleibt das Gesamtbild stimmig und Paolas Beitrag fügt sich harmonisch in das musikalische Konzept ein. Zusätzlich können wir den Gesangspart auch mit einer professionellen Ghost-Singerin umsetzen. Das würde Paola maximale Flexibilität bieten, da sie nicht zwingend für die Aufnahme im Studio sein müsste. Das, was ich da gerade so schön blumig ausformuliert habe, heißt runtergebrochen eigentlich nichts anderes als, komm, wir hauen gemeinsam einen Song raus, klatschen da deinen Namen als Feature drauf und tun so, als hättest du das gesungen für Reichweite und cashen gemeinsam richtig schön ab. Daraufhin gab es dann folgende Antwort. Also, Paola wäre gerne dabei und freut sich drauf. Jedoch eine Sache, sie kann nicht wirklich gut singen, also sie ist keine Sängerin. Aber wie ich das verstehe, muss sie nicht zwingend singen können, oder? Ich finde das mehr als traurig. Anstatt man wirklich sich eingesteht, hey, Paola kann nicht singen, ist ja auch nicht schlimm, deswegen ist die Kampagne nichts für mich und man sagt es einfach ab. Nö, man denkt einfach an die Kohle und spielt das große Lügenspiel mit. Das Reel von Paola ist online gegangen. Sie hat gepostet, ich bin Teil des globalen Remixes von MC Menor und hat das wirklich ihren 600.000 Followern von Latz geknallt und belügt sie,
und sagt, dass sie Teil dieses Songs wäre, obwohl sie wahrscheinlich noch nie in ihrem Leben eine Silbe gesungen hat. Ich werde internationale Sängerin. Das ist ein bisschen übertrieben, aber ich bin einfach Teil des globalen Remixes von MC Menor JP. Dass ich jemals Richtung Musik gehen werde, wer hätte das gedacht? Oh mein Gott, die Zusammenarbeit war einfach so cool, Leute. Es wird ein globaler Remix gemacht mit allen Influencern weltweit. Das spricht USA, Frankreich, England und jeder bringt auf seiner Sprache seinen eigenen Text dazu. Macht es einfach zu etwas ganz Besonderem und das Beste, in 4 Wochen kommt das Ganze schon auf Spotify raus. Ich brauche eure Unterstützung und ich kann es kaum abwarten, dass ihr das endlich hört. Gibt es auch den ersten Sneak Peek, also macht gerne das Plus weg, damit ihr nichts verpasst und ich halte euch auf dem Laufenden. Ansonsten schreibt in die Kommentare, wer ist ready für den Release. Außerdem ist zeitgleich noch ihre Instagram-Story zu diesem Reel online gegangen und da schreibt sie schwarz auf weiß, beziehungsweise weiß auf weiß, endlich ist es draußen, ich bin offiziell ein Teil vom globalen Remix von MC Menor JP. Ich weiß nicht, wie sich die Follower jetzt fühlen, aber ich würde mich ganz schön verkackeiert fühlen. Oh mein Gott, ihr habt gerade schon das Reel gesehen und ich kann euch jetzt endlich erzählen, dass ich offiziell ein Teil des Remix bin vom Song von MC Menor JP. Leute, ich hätte niemals gedacht, dass ich bei so einem internationalen Projekt jemals dabei bin und ich freue mich so sehr und ich würde sagen, wir reden jetzt über das Ganze. Erstmal zu der Zusammenarbeit, ich kann wirklich sagen, es war so crazy, es hat so Spaß gemacht und ich hätte niemals von mir selber gedacht, dass ich jemals in Richtung Musik irgendwas machen werde, wirklich. Und deshalb habe ich auch noch nicht darüber geredet, aber das Allercoolste ist, in schon 4 Wochen könnt ihr das Ganze auf Spotify sehen und deshalb, Leute, ich brauche eure Unterstützung. Ich will jeden Einzelnen dort sehen. Deshalb würde ich sagen, save the date. Und ich bin auch schon so gespannt, was ihr sagen werdet. Ich glaube, ihr werdet euch richtig doll freuen und deshalb folgt mir auch gerne, damit ihr nichts verpasst. Ich halte euch wirklich auf dem Laufenden und am allerwichtigsten speichert euch natürlich das Release-Datum. Fazit, auch Paola hat für Geld gelogen. Sie hat sogar dem zugestimmt, dass dieser Song veröffentlicht wird, obwohl sie da selber nicht drauf singt. Dementsprechend Test nicht bestanden, aber ich sag euch was, dieser Test war dieses Mal eine Live-Klausur, denn wir waren live mit dabei. Heute ist es soweit, MC Menor ist in Deutschland, denn er dreht hier eine kleine Doku mit meinen Kollegen von TV Straßensound und außerdem hat er heute noch einen Clubauftritt in Braunschweig und da wird er seinen legendären Song singen, der geht... Quem é essa menina de vermelho passou de robô, todo mundo quis ver. Ela que mexeu com o menorzão vilão. Außerdem kommt heute zum Club-Gig auch noch eine Influencerin, die ja denkt, sie macht mit ihm einen Remix-Song. Das Ding ist nur, das habe ich mir ausgedacht und Menor weiß davon auch nichts. Vielen Dank. Tamo junto, mal. Kleine Randnotiz, mein Portugiesisch ist eher so eine 4-, das Englisch und Deutsch von MC Menor und seinen 3 Bodyguards leider auch. Also habe ich es mir erspart, ihm zu erklären, dass er auf einmal ein Feature mit Matze Höhn hat, ein Feature mit Paola Parente hat, die auch gleich im Club noch auf ihn wartet, um mit ihm ein Werbe-TikTok zu drehen. Das war mir alles zu kompliziert. Also habe ich gedacht, wird schon schief gehen. Aber damit nicht alles schief geht, habe ich noch einen Clubmanager organisiert, beziehungsweise einen Schauspieler, der so tut, als wäre er Clubmanager, und das war Alex. Alex war schon 2019 dabei, als ich Tanzverbot mit einem Dieter Bohlen-Double reingelegt habe und auch heute wirst du wieder den Manager mimen. Bist du denn aufgeregt? Gar nicht, ich freue mich auf die Paola Parente und auf den MC Menor, richtig! Das kann doch nur gut werden. Der Plan war also geschmiedet. Alex hat draußen in der bibbernden Kälte auf Paola gewartet, um ihr natürlich auch den gebührenden Empfang zu bereiten. Herzlich willkommen. Hi. Hallo, du oder sie? Du. Paola, Alex? Paola, ja. Dann würde ich euch erstmal zeigen, wo Backstage ist, oder wollt ihr erst euch frisch machen oder? Achso, nee, wir sind schon, ich bin schon fertig. Ich nehme euch jetzt mal mit hinter die Kulissen der glamourösen Welt von Instagram. Denn in ihrem Reel sah es bei Paola aus, als wäre sie auf der größten Party des Jahres. Sie ist der einzige Stern am Himmel und ist alleine auf der Bühne und eine ganz große Crowd jubelt ihr zu. Ich sage euch aber, wie es ist, in echt sah das gar nicht so glamourös aus. Einmal für euch zur Einordnung. Der Club hat um 22 Uhr aufgemacht. Paola war auch pünktlich auf die Minute vor Ort. Erstmal Props an der Stelle. Das Problem war nur, MC Menor war nicht so pünktlich. Eigentlich sollte er um 0 Uhr auftreten, kam tatsächlich aber erst kurz vor 1. Das hieß 3 Stunden warten für Paola. Nee, das ist ein ganz schöner Ohrwurm. Der hier? Nee, nicht der. Unser, der. Wie du auch vorhin gemacht hast, die ganze Zeit immer so. Ich habe versucht, vorher im Hotel ein bisschen zu üben, aber ich habe es nicht bekommen. Und dann war es endlich soweit. Der Star des Abends ist gekommen. MC Menor ist in the house. Und Paola wollte auch direkt loslegen und ihr Reel drehen.
Problem war nur, MC Menor wusste ja wirklich von nichts. Und jetzt im Nachhinein fällt mir auch erst auf, was hätte ich eigentlich gemacht, wenn Paola Portugiesisch sprechen könnte? Naja, ein bisschen Glück muss man auch immer haben. Boah, wenn ich das jetzt so sehe, das tut mir ja selbst beim Zugucken weh. Oder wie Paola sagen würde. Ich kann wirklich sagen, es war so crazy, es hat so Spaß gemacht. Also wenn ich das jetzt so sehe, sah das nicht so nach Spaß aus. Bei ihr war die Laune eher so Karies. Hätte Paola unseren kleinen Test hier bestanden, würde ich ja sogar fast Mitleid mit ihr haben. Ich meine mal ehrlich, erst möchte sie mit ihm Content drehen, dann wird sie von ihm komplett ignoriert, bekommt dann sogar noch fast die Tür gegen den Kopf, dackelt dann hinterher und steht beim Auftritt nebendran wie bestellt und nicht abgeholt. Aber auf Instagram sagt sie: Die Zusammenarbeit war einfach so cool, Leute. Irgendwann war dann der famose Auftritt von MC Menor vorbei und Paola hat ihre letzte Chance gewittert mit ihrem Feature-Partner, mit dem sie einen gemeinsamen Song drauf hat, wo sie gar nicht in Wirklichkeit singt, aber mit ihrem Feature-Partner ihren Content aufzunehmen. Problem war nur, MC Menor wusste ja von nix. Aber Leute, ein Bild, damit kann ich nichts anfangen. Ich brauche ein Bild. So langsam sieht man Paola die Verzweiflung richtig ins Gesicht geschrieben. Ist es, weil sie einen richtig doofen Abend hatte? Nee. Ist es, weil sich so langsam ihr Gewissen meldet, da sie ihre ganzen Fans anflunkert? Nee, ist es auch nicht. Es geht um die wichtigste Sache der Welt. Solange mit ihnen geredet wird, dass ich meine Gage bekomme, ist mir egal. Ich hab's ja gesehen, wie es gelaufen ist. Dann ist mir egal, ich kann was schneiden. Mir ist es nicht egal, was für Videos ich euch hier vorlege und ich hoffe, das merkt ihr auch. Wenn ja, dann lasst gerne ein Abo auf meinem Kanal da und schreibt doch gerne mal in die Kommentare, was für einen Preis die beiden verdient hätten. Zum Beispiel ein Echo als Nichtsänger oder ein Video Day Award als Influencer des Jahres. Wo kommt ihr denn eigentlich her? Naja, tschüss! Sheriff Marvin lässt euch nicht ziehen. Die Bühne ist kein Ort für Betrüger wie sie. Millionen Follower, doch keine Scham. Sie flunkern für Kohle, ich wollte euch nur warnen. Nie gesungen, aber gepostet, das ist